Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Im letzten Video ist es ja damit geendet, dass ich versucht habe, die Ursache oder sage ich mal die Geräuschquelle herauszufinden, die auftritt seit dem letzten Einsatz auf dem Nürburgring. Ich habe es ja im letzten Video leider nicht geschafft, das Ganze zu lokalisieren, und dadurch, dass ich einen Termin hatte bei BMW diese Woche, beziehungsweise letzte Woche hatte ich eigentlich den Termin bei BMW. Ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen. Und deswegen wollte ich halt nicht alles auseinandernehmen und habe mich dann erstmal, sage ich mal, damit begnügt zu klären, dass es nichts mit der Abgasanlage ab den Katalysatoren zu tun hat. Das heißt, da ist alles in Ordnung, alles dicht. Bedeutet, heute schaue ich mir jetzt an, ob gegebenenfalls Katalysator oder Turbolader oder sonst irgendwas beschädigt worden ist. Wieso muss ich mir das jetzt angucken? Ich hatte doch davon gesprochen, dass das Auto zu BMW gebracht wurde. Ja, das ist so. Die haben hinten die Buchsen getauscht, sowohl auf der Beifahrer- als auch auf der Fahrerseite. Und zwar hatte ich ja da in dem Video, wo ich die Federn getauscht habe, war mir aufgefallen, dass diese Lagerbuchse von dem unteren Querträger defekt bzw. eingerissen war. Und die hatte ich bei BMW tauschen lassen. Ich hatte die Kollegen dann auch gebeten, vielleicht mal zu suchen nach der Fehlerquelle. Im Endeffekt ist es so gewesen, die veranschlagte Zeit für das Tauschen der Buchse und das Einstellen der Spur haben sie natürlich nicht gehalten, hat sich 2 Tage verzögert, hatten aber trotzdem der Verzögerung keine Zeit nach der Geräuschursache zu suchen, haben auch das mit der Abstimmung vom Fahrwerk, da weiß ich nicht, ob das eine Fehlkommunikation war. Ich hatte es so verstanden, sie können das Fahrwerk nur nach BMW-Vorgaben abstimmen. Habe ich gesagt, okay, macht alles nach BMW-Vorgaben, nur Spur und Sturz bitte entsprechend meinen Werten und den Rest könnt ihr von mir aus nach BMW-Vorgaben machen. Dann habe ich das Fahrzeug abgeholt, Lenkrad schief, bin ich wieder hin, habe ich gefragt, wie kann es sein, dass wenn ihr das Fahrzeug vermesst, dass das Lenkrad schief ist? Nee, wir hätten das Fahrzeug ja nicht vermessen, wir haben nur hinten an der Hinterachse Spur und Sturz eingestellt. Keine Ahnung, also entweder wirklich Misskommunikation oder einfach schlechte Arbeit, ich weiß es nicht. Für mich, wie gesagt, erkennt man da schon wieder so ein Muster. Es ist, wie gesagt, vielleicht liegt es an mir, aber egal, was ich in die Werkstätten gebe, es ist halt irgendwie immer ein Fiasko und Drama. Egal, jetzt will ich gar nicht schon wieder rummeckern. Heute, wie gesagt, schaue ich mir jetzt an, wie sieht es bei den Katalysatoren aus, und dann kann man auch in Richtung Turbolader gucken. Gegebenenfalls muss ich auch oben die Ansaugung abbauen, um von oben schauen zu können, ob sich vielleicht so eine Charge Pipe gelöst hat. Also da gehen ja vom Turbolader Leitungen weg, hin in Richtung Ladeluftkühler, die dann diese Frischluft und komprimierte Luft nochmal runterkühlen, bevor es in die Drosselklappe geht. Mal schauen. Also jetzt fangen wir heute mal an, dass ich, wie gesagt, in Richtung Katalysator schaue und Turbolader. Mal gucken, wie weit ich da komme. Ich habe ja jetzt den ganzen Winter Zeit. Das Fahrzeug ist jetzt eher abgemeldet, beziehungsweise nur noch diesen Monat zugelassen. Und ja, ich bocke ihn jetzt hoch und dann geht es unten am Auto weiter. It's not a game, it's a rich thing. So, hier unterm Auto muss ich jetzt leider mit der GoPro filmen, das ist ein bisschen improvisiert. Deswegen ist auch der Ton nicht so toll. Also, was ich jetzt mache, ich versuche diese Downpipe oder den Katalysator hier zuerst zu lösen. Warum? Für mich sah das so aus, als ob das die einfachere Möglichkeit ist. Hier oben hat es Schrauben, die habe ich noch nicht gelöst. Ich habe jetzt mal mit den Lambda-Sonden angefangen und bei der ersten Lambda-Sonde war es auch gleich ein wenig komplizierter. Ihr seht ja, das Kabel hat hier so eine Ummantelung und geht dann hier an so einen Halter. Moment, also hier, wo man jetzt nur noch das Kabel sieht, ist das Kabel in so einem Halter eingeklipst.
Das habe ich jetzt zuerst gelöst. Warum habe ich das gemacht? Damit ich hier unten, ihr seht das ja, diese Ummantelung, ein bisschen zurückschieben konnte, sodass man das Kabel sieht. Denn nur dann bin ich mit meinem Lambda-Sondenschlüssel, beziehungsweise mit diesem, ja, da gibt es so einen speziellen Aufsatz für Lambda-Sonden. Moment. So, ich konnte nicht sprechen, da ich die Lampe im Mund hatte. Ja, diesen Aufsatz, wie gesagt, den kriege ich nicht um diese Ummantelung. Dafür ist der Ausschnitt an der Seite zu klein, deswegen musste ich eben diese Ummantelung hier oben aus dieser Schelle lösen. Wie gesagt, die Schelle sieht man jetzt ganz schlecht da vorne. Oder beziehungsweise da oben am oberen Ende seht ihr so einen kleinen, ja, so eine kleine Hülse. Und diese Hülse war vorher weiter hier unten und in diesem Clip drin. Aber ich kriege den jetzt hier leider nicht eingefangen. Wie gesagt, also das habe ich gelöst, damit ich das Kabel nach hinten schieben kann, damit ich hier mit dem anderen Werkzeug reinkomme. Also wie gesagt, deswegen habe ich den Schlauch von diesem Clip gelöst. Jetzt habe ich die Lambda-Sonde schon angelöst, das heißt, die Seite ist fertig. Und dann gibt es auf der anderen Seite noch eine. Moment. Die sitzt hier vorne. Da kommt man deutlich besser hin. Da hat es auch nicht so ein dickes Kabel. Da kommt man wunderbar mit dem Lambda-Sondenwerkzeug hin. Das versuche ich euch jetzt mal einzufangen. So, also den Löseprozess werde ich euch nicht zeigen können. Dafür ist hier zu eng und alles ist Aluminium, da hält auch kein Licht. Da würdet ihr nichts sehen. Ich habe jetzt mal das Werkzeug angesetzt, werde jetzt hier auch die Lambda-Sonde lösen. Und wenn das geklappt hat, dann hat es hier hinten auch die Schelle. Schaue ich mal, ob ich das für euch eingefangen bekomme. So, jetzt zeige ich euch einmal die Schelle, womit man dann, also wir müssen ja dann hier hinten einmal lösen. Wie gesagt, die Lambda-Sonden und dann als letztes noch den Katalysator von Turbolader. Und da hat es hier diese Schelle. Und dort hat es auch so eine Nuss. Und da müssen wir dann ran. Ich hoffe, das klappt. Jetzt schaue ich aber erstmal, wie weit ich mit der Lambda-Sonde komme. Und wenn ich die gelöst bekomme, dann geht es hier hinten an den Schrauben weiter. Und dann eben als letztes diese Schelle hier. Und dann kriege ich im Idealfall den ersten Katalysator raus. Mal gucken. It's not a game, it's a rich thing. So, immer noch mit der GoPro unterm Auto, weil hier einfach zu wenig Platz ist. Ich habe jetzt versucht einzufangen, ich hoffe, ihr habt es einigermaßen gut sehen können, wie ich die Lambda-Sonde hier vorne jetzt noch rausgedreht habe. Die sitzt eigentlich, jetzt bin ich natürlich im Schatten, Moment, sitzt eigentlich genau dort drin. Und ja, wie gesagt, ich habe euch auch eben noch mal versucht einzufangen im Zeitraffer, dass eben in der Originalposition ist hier dieser Hitzeschutz bis hier unten und der ist dann zu dick, da komme ich mit meinem Werkzeug nicht ran. Deswegen musste ich den Hitzeschutz oben ausklipsen, habe ich ja eben erwähnt, damit ich den ein bisschen zurückschieben kann, um dann hier mit meinem Werkzeug eben die Sonde auch lösen zu können. Dann habe ich, dann habe ich zusätzlich zu der Lambda-Sonde die Schraube hier gelöst, die den Katalysator mit dem Turbolader verbindet. Und dabei ist mir aufgefallen, die war extrem lose. Also da war so gut wie gar keine Kraftanstrengung nötig, um die zu lösen. Vielleicht ist das dann schon das Problem, woher dieses Geräusch kommt und vielleicht auch der Verlust, den ich da so leicht gespürt habe. Ich weiß es nicht, aber das fand ich auf jeden Fall interessant. Dann, wenn wir hier bleiben, hier seht ihr die nächste Lambda-Sonde, die war hier oben drin, ne? Habe ich euch ja eben auch kurz gezeigt, habe ich auch rausgedreht, lasse ich jetzt hier erstmal so hängen, beide Sonden lasse ich hier jetzt erstmal so hängen und jetzt versuche ich mich an den anderen beiden Sonden, ob ich da hinkomme,
dass ich die auch schon mal löse. Und ja, wie weit ich jetzt komme mit dem anderen Katalysator. Mal schauen. Ich habe jetzt hier hinten den Auspuffgummi ausgehangen. Ich hatte erst versucht, oder meine erste Idee war, den hier oben auszuhängen. Aber habe dann gemerkt, das ist irgendwie eine doofe Idee. Habe mich jetzt dafür entschieden, den hier unten auszuhängen. Dadurch hatte ich genug Spiel, um die Abgasrohre nach hinten schieben zu können. Habe die jetzt also hier schon gelöst. Das sieht soweit gut aus. Der Katalysator ist selber noch nicht lose. Ich habe jetzt gesehen, hier ist noch mal eine Schraube, die irgendwie mit dem Katalysatorgehäuse verbunden ist. Die werde ich jetzt mal noch lösen und dann schaue ich mal, wie es aussieht. So, kurzes Status-Update. Ich habe jetzt hier diese Zwischendichtung und auch diese konischen Verbindungsstücke. Ich suche es mal raus. Hier diese Dichtung habe ich entfernt. Dann diese konischen Verbindungsstücke. Da muss ich dann später mal gucken, ob ich die neu brauche, weil ganz so frisch sehen die jetzt nicht mehr aus, weil die ein bisschen gelitten haben unter dem Ausbau. Genau. Der ist jetzt schon lose, der Katalysator, die Downpipe. Aber die hängt tatsächlich noch dort oben. Sieht man jetzt natürlich wieder nicht. Dort oben hängt das Ganze jetzt noch. Ich dachte eigentlich, das reicht, diese eine Schraube zu lösen. Hat es aber scheinbar nicht. Da ist jetzt noch eine zweite. Ob mich die weiterbringt, bin ich auch unsicher. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich das hier irgendwie gelöst bekomme und ob dann die Downpipe hier rausgeht. Ja, mal schauen.
Halleluja! Ja, hast du recht, Monty. Das ist ein Scheiß. Was ein Scheiß. Ja. Ja, hast ja recht. Ja, du hast ja recht. Aua. Oh. So, jetzt gehen wir aus dem Bild, Hund. Komm, geh mal aus dem Bild. So, wie ihr sehen könnt, ich habe den ersten Katalysator, die Downpipe draußen. Also das hier ist, wenn man nicht fest dran glaubt, dann geht das nicht. Also mit viel hin und her wackeln und so ging das dann. Aber man muss wirklich dran glauben, damit man das dort rausbekommt. Sonst geht es nicht. Das ist die Halterung, die hatte jetzt am Ende noch den Katalysator in Position gehalten. Da musste ich jetzt tatsächlich beide Schrauben lösen, damit ich den überhaupt rausbekomme. Ich werde hier gleich die eine Mutter und die Unterlegscheibe wieder draufsetzen, damit die nicht verloren gehen. Das wird echt ein Spaß, das wieder zusammenzupuzzeln. Jetzt komme ich hier ganz gut an die Lambda-Sonde für den zweiten Katalysator ran. Auch nochmal ein Fiasko war dieser Schlauch hier. Der war am Katalysator, den ich jetzt entfernt habe, also an dem linken Katalysator war der dran. Der geht, wenn man dem Schlauch folgt, man sieht das hier hinten vielleicht leicht, auf den anderen Katalysator. Das ist irgendwie so ein Ausgleichsding. Keine Ahnung, was das wieder soll. Der ist jetzt natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen von meinen stümperhaften Versuchen, den da runterzubekommen. Aber der war störrisch. Und kleiner Spoiler, vielleicht zeige ich es auch am Ende des Videos nochmal. Ich habe mir schon mal vorsorglich andere Katalysatoren bestellt, einfach weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt hier diesen Aufwand betreibe, diesen ganzen Scheiß auseinanderrupfe, und ihr seht ja, was das hier für eine Katastrophe ist. Ich bin hier schon seit 3 Stunden dran. Klar, wenn man das schon mal gemacht hat, geht es wahrscheinlich schneller. Aber wie gesagt, wenn ich mir jetzt den ganzen Aufwand mache, dann tausche ich auch die Katalysatoren, habe mir da welche mit ECE-Genehmigung besorgt von HJS. Und ja, dann brauche ich hoffentlich diesen kleinen Bypass-Schlauch da nicht mehr. So war zumindest meine Idee in dem Moment. Jetzt hätte ich gesagt, wir schauen mal in Richtung Turbolader. Ob wir irgendwas erkennen können. Ich sehe keine metallischen Abriebspuren. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Das sieht in Ordnung aus. Also sieht mir nicht nach einem katastrophalen Turboladerschaden aus. Frage ist eben, wie sich das hier mit dem zweiten Katalysator und dann dem zweiten Turbo verhält. Ich habe jetzt noch mal einen genaueren Blick drauf geworfen und ich sehe hier nur eine Lambda-Sonde, nur eine Nachcut-Lambda-Sonde. Ich kann keine Vorcut-Lambda-Sonde erkennen, beziehungsweise sehen. Ich glaube, deswegen ist hier diese Verbindung zwischen den beiden Katalysatoren. So wird wahrscheinlich gewährleistet, dass man feststellen kann, ob beide Katalysatoren noch funktionieren, obwohl wir hier nur eine Nachcut-Sonde haben. Das heißt, wir haben nur eine einzige Vorcut-Sonde, so wie das jetzt aussieht. Denn hier ist die Schelle für den Katalysator und dann ist da kein Kabel mehr. Und dann haben wir, wie gesagt, 2 Nachcut-Sonden und nur eine Vorcut-Sonde. Sehr spannend. Jetzt, wenn wir an der Stelle sind, zeige ich euch das einmal mit dem Lösen der Lambda-Sonde. Hier mit meinem Werkzeug. Hier haben wir jetzt das ähnliche Problem, dass auch hier wieder das Ding da eingeklipst ist und wir deswegen gar nicht hier die Möglichkeit haben, dieses Werkzeug einzusetzen. Das heißt, wir müssen das jetzt da oben erst einmal ausklipsen. Da mache ich zuerst mal die Unterlegscheibe und die Mutter wieder dran, damit mir da oben die kleine Schraube nicht verloren geht. Diese Langschraube hier. Ah, das ist mit Handschuhen, ist das nix. So. Also an der Ecke hier bin ich auch schon zigmal hängen geblieben jetzt. Wahrscheinlich wäre es geschickter, wenn man das hier auch noch abbaut, aber da habe ich echt keinen Bock drauf. So, jetzt versuche ich mal da oben die Leitung von der Lambda-Sonde auszuklipsen. Das ist echt ein mega Puzzle. So, jetzt haben wir die hier oben ausgehängt. Jetzt müsste ich das hier wieder ein bisschen zurückschieben können, so dass ich mein Werkzeug angesetzt bekomme.
so viel zur Theorie, ne? Das ist auch spannend. Hier wird das einfach mit einem Kabelbinder wird da verhindert, dass sich das noch weiter oben schiebt. Der Kabelbinder ist auf der anderen Seite natürlich schon weggeschmolzen gewesen. Ich wette, ich habe jetzt hier keine Knipszange. Oh, das war klar. Uff. Kann nicht einmal was möglichst reibungslos gehen. Nee, keine Chance. Okay, ich hole eine Knipszange. So. So, damit hätten wir eine weitere Nachcut-Sonde. Und das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist hier oben diese Schelle zu lösen. Da ist noch diese, so sieht die aus. Die habe ich auf der anderen Seite auch schon weggemacht. Die wird hier nur mit einer Schraube gesichert. Wenn ich mich jetzt noch erinnern könnte, welche Größe das war. Eine 13er. Okay, mit einer 13er müsste das gehen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die hier auch so lose ist, wie es auf der linken Seite war. Ja, okay, die ist auch total lose. Ob das so sein muss, ich weiß es nicht. Also, kann man mit einem Finger drehen irgendwie. Ob das so geil ist. Also wenn das einer weiß, schreibt das gerne mal in die Kommentare, ob das normal ist, dass die Schrauben so super lose sind. Oder ob das schon ein Indiz dafür ist, dass da gegebenenfalls aufgrund der hohen Temperaturentwicklung oder irgendwas sich die Dinger so weit ausgedehnt haben, dass die locker wurden. Keine Ahnung. Ah, ein Königreich für vernünftiges Werkzeug. Alter Schwede. Oh, gib meine Hand wieder her. So, da haben wir die zweite von diesen Schrauben hier. Jetzt muss ich wieder schauen, dass ich die Schelle gelöst bekomme. Das ist mein Stemmeisen.
So, meine Theorie war also nicht ganz korrekt, also beziehungsweise war falsch, dass dass diese Schläuche zwischen den Katalysatoren hin und her gehen. Ist nicht so, sah es so aus, weil die beide nach da oben gehen und dann verschwinden. Aber die gehen wohl nicht beide zu den Katalysatoren. Das heißt, ich muss dann wahrscheinlich den Schlauch da, den ich so ein bisschen misshandelt habe, auch wieder befestigen später. Jetzt muss ich aber erstmal den hier lösen. Das mache ich jetzt mal in Stillarbeit und dann müsste eigentlich der Katalysator rauskommen. So, den Schlauch habe ich jetzt auch vergewaltigt. Der ist auch ja, total kaputt, aber ich kriege die nicht weg. Die sind hier wie festgeklebt an diesem Stück. Ich zeige euch das nochmal im ausgebauten Zustand. Das ist die totale Hölle. Ich weiß noch nicht, wo die Schläuche hingehen. Wahrscheinlich muss ich die im ungünstigsten Fall auch nochmal neu machen. Keine Ahnung, was das ist, wieso man da vom Katalysator so Bypässe hat. Ich weiß es nicht. Also am liebsten wäre mir wirklich gewesen, wenn die einfach zueinander gehen und ich dann die nicht mehr brauche. Das ist ja jetzt aber nicht so. Und ja, wie gesagt, jetzt sind halt die Schläuche kaputt. Jetzt hole ich den dicken hier mal raus. Ja, von wegen nur eine Lambda-Sonde. Da ist doch noch eine da oben. Scheiße, die habe ich nicht gesehen. Ah, die hängt da oben dran. Okay, die muss ich jetzt auch noch lösen. Verdammt. So, wir haben ja jetzt gesehen, Problem ist lokalisiert. Turboladerschaden hier auf dieser Seite bedeutet, die Lambda-Sonde wird es wahrscheinlich auch nicht überlebt haben. Ich mache jetzt hier kurz einen Prozess, um das Ding hier rauszubekommen und pitch die einfach ab und dann ist gut. Sofern ich da hinkomme. So, jetzt ist gut. Oh ja, ich höre es schon klappern. Ich glaube, wir haben das klappernde Geräusch gefunden. Oh, es ist mir entgegengefallen. So, ihr habt ja eben in dem kleinen Ausschnitt schon, ja, Freude will ich jetzt nicht sagen, aber zumindest, ja, ein bisschen Freude war es schon, weil ich jetzt einfach weiß, woran es liegt. Gehört, dass da das fehlende, ja, abgasseitige Turborad seinen Weg ins Freie gefunden hat. Tada! Das ist eben auch unterm Auto rausgeploppt. Jetzt haben wir hier kein Licht. Kleinen Moment. So, jetzt auch mit Licht. Hier ist, wie gesagt, das abgasseitige Rad vom Turbo. Wie wir sehen können, das hat es ganz schön erwischt. Ich hoffe, die Kamera stellt hier irgendwann mal noch scharf. Sonst muss ich gleich mal auf manuell stellen. Ja, danke, moderne Technik. So, jetzt habe ich das mal manuell scharf gestellt. Wie ihr sehen könnt, hier hat es ganz schön Feindkontakt gegeben. Die gute Frage, oder Frage ist jetzt, warum? Also, da bin ich kein Experte, wie es dazu kommen kann. Hier hinten ist es abgeschert. Ich vermute, es ist erst abgeschert und dann ist durch die hohe Geschwindigkeit, die da ja vorherrscht, in dem Verdichtergehäuse, sind dann diese Schäden entstanden. Also ich glaube nicht, dass es erst geschliffen hat und dann abgerissen ist. Aber wie gesagt, da bin ich kein Profi, das kann ich nicht beurteilen. So, und jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, die Lambda-Sonde habe ich jetzt abgepitcht, weil die Vermutung ist groß, dass wenn sich hier dieses massive Teil da drin bewegt, dass die Lambda-Sonde das nicht überlebt hat. Und bevor ich mir da jetzt noch weiter einen abwürge, habe ich die einfach abgepitcht. So, jetzt habe ich auch eine kleine Taschenlampe, dann müsstet ihr das besser sehen können. Also da sind ordentlich Schäden hier innen drin in dem Katalysator. Da hat das abgasseitige Rad ganz schön gewütet. Ja, deswegen ist jetzt auch gar nicht so schlimm, dass die Lambda-Sonde hier abgepitcht ist. Das heißt, der Katalysator ist auf jeden Fall mal Schrott. Das ist was für den Verwerter. Hier mein Werkzeug, das muss ich gleich noch abschlagen. Das klebt da immer schön fest. Das ist der andere Katalysator, da sah die Abgasseite ja gut aus. Und da sehen wir auch hier drinnen
Hier drin sieht auch alles noch super aus. Das passt. Was noch wirklich eklig war, das möchte ich euch noch ganz kurz zeigen. Also die, ich sag mal, die linke Katalysatorseite oder der Katalysator, der an der Fahrerseite vorhanden ist, der ging relativ einfach raus. Es war natürlich ein bisschen eng hier hinten an diesem Korpus, aber das ging. Man sieht schon, ich habe hier so ein bisschen am Gehäuse geschliffen, aber es ging. Was echt eklig war, war diese Befestigung, der ist ja hier nochmal aufgehangen an dieser einen Stelle. Ich blende nochmal eine kleine Szene ein. Und wie gesagt, an dieser Stelle ist er aufgehangen. Das muss man lösen, da kommt man schwer hin. Und richtig eklig waren an beiden Seiten, ich weiß nicht, was man da genommen hat, aber es war wirklich, als ob das verklebt war. Ich habe diesen Schlauch gar nicht runterbekommen, musste den echt kaputt machen. Furchtbar ärgerlich. Das heißt, da muss ich jetzt einige Teile neu bestellen, damit ich das wieder zusammenbekomme. Aber die Ausbauaktion ist ja noch nicht vollendet, denn jetzt habe ich ja nur den Katalysator. Ich muss ja auch noch den Turbolader, den Krümmer, das muss jetzt alles raus. Gott sei Dank ist jetzt die Winterzeit, da werde ich mir jetzt irgendjemanden suchen, der den Turbolader entweder wieder aufarbeitet oder eben neue Turbolader mir besorgt. Dann werde ich wahrscheinlich nochmal zur Abstimmung müssen. Da kommt jetzt nochmal einiges auf mich zu. Ich hatte aber ja schon ein bisschen vermutet, beziehungsweise meine erste Vermutung war ja tatsächlich Turbolader, weil es klang so mechanisch. Jetzt hatte ich dann, nachdem ich mit vielen Leuten gesprochen habe, auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es vielleicht nichts Gravierendes ist, aber ich denke, jetzt haben wir ja die absolute Gewissheit, es ist definitiv was Gravierendes und ich muss auch die Turbolader ausbauen. Das mache ich jetzt heute aber nicht, das mache ich in einem anderen Video. Da muss ich mal schauen, wie ich das dann gestalterisch aufbereite, weil das wird eine Riesenarbeit. Ich muss oben motorseitig einiges entfernen, muss dann unten, wie gesagt, nochmal ran. Da ist ja beim BMW ist ja Turbolader und Krümmer in einem. Das heißt, man hat immer 3 Zylinder, da geht ein Krümmer raus und an dem Krümmer hängt ein Turbo und das hat man zweimal. Das zeige ich euch dann aber in dem anderen Video, wenn es relevant wird. Der hier ist Schrott, den hier kann ich prinzipiell verkaufen, den brauche ich ja nicht mehr. Ich werde nicht mehr die Originalkatalysatoren fahren. Ich habe mir schon sozusagen in das imaginäre Pflichtenheft oder sag ich mal, für mich war schon klar, egal was kaputt ist, ich mache es auf jeden Fall neu und besser. So, und dann habe ich natürlich schon Ersatz besorgt, weil ich so ein bisschen die Katalysatoren ohnehin im Verdacht hatte, dass die kaputt sind von der Geräuschkulisse, dass dann nachher, wie gesagt, das hier so katastrophal ist und auch noch ein Turbolader-Defekt ist. Damit habe ich nicht gerechnet, aber auf jeden Fall habe ich Ersatz besorgt, hier von HJS, entsprechende Katalysatoren mit ECE-Zulassung. Das Ganze sind Metallkatalysatoren, das heißt, die haben eine mit 200 Zellen, bedeutet die Durchflussmenge oder beziehungsweise der Gegendruck ist etwas geringer, dadurch, dass hier mehr Luft durchströmen kann. Wir haben hier ein etwas offenporigeres Wabenkonstrukt als bei dem Katalysator, der standardmäßig verbaut wird. Haben hier dann natürlich auch wieder die Anschlüsse für die Lambda-Sonden. Eine Lambda-Sonde brauche ich ja dann neu, die anderen Lambda-Sonden werde ich weiterverwenden. Dann muss ich noch gucken, wo ich hier diese komischen Schläuche herbekomme, die so furchtbar fest waren an den Original-Katalysatoren bzw. Downpipes und wohin die gehen. Also da kommt noch einiges an Demontagearbeit auf mich zu. Ich muss natürlich auch noch die Turbos ausbauen, da habe ich hier auch schon neue Krümmerdichtungen, neue Schrauben, habe ich schon ein paar Sachen bestellt. Jetzt, wo ich aber genauer weiß, was das Problem ist, ja, wie man das hier sieht, wie gesagt, das Wabenmuster ist deutlich enger als jetzt bei den neuen von HJS. Genau, also ich habe schon einiges bestellt, muss aber noch einige Bestellungen jetzt machen. Unter anderem auch werde ich dann hier dieses Teil, dieses Teil nicht, diese Teile, diese V-Bandschellen, denn da war mir aufgefallen, die waren extrem lose. Da weiß ich nicht, ob das jetzt einfach durch den Rennstreckeneinsatz kommt, dass die durch die Hitze sich gelöst haben. Das weiß ich nicht, aber auf jeden Fall, die werde ich mir neu besorgen, um da kein Risiko einzugehen. Die Dichtung sieht noch gut aus. Diese Dichtungen hier oder diese, ja, das sind solche kleinen Konusse, die waren ja hier dazwischen, um in Richtung Abgasanlage abzudichten. Die haben jetzt auch ein bisschen gelitten beim Ausbau. Die sind auch ein sehr weiches Material. Die werde ich auch neu bestellen. Dann muss ich jetzt, wie gesagt, jemanden finden, der mir Turbolader aufarbeitet, denn ich denke, man kann sie wieder retten. Das werde ich dann aber erst wissen, wenn ich es wirklich auseinandergebaut habe. Das folgt dann in irgendeinem weiteren der nächsten Videos. Genau, wenn ich dann die neuen Turbos habe, beziehungsweise die Turbos wieder habe aufarbeiten lassen, dann muss ich wahrscheinlich das Auto nochmal abstimmen, je nachdem, was wir dann am Turbolader machen. Wenn der deutlich mehr Leistung bekommt oder halt, sage ich mal, von der
von der ganzen Geometrie deutlich anders wird, dann muss ich nochmal zur Abstimmung. Wenn wir schauen, dass wir relativ nah an dem Serienlader bleiben und vielleicht nur Komponenten verbessern, hochwertigere Komponenten nehmen, dann muss ich vielleicht nicht zur Abstimmung. Muss ich mal schauen, das kann ich jetzt noch nicht sagen, was da am Ende rauskommt. Auf jeden Fall, das, was BMW nicht imstande war zu leisten, obwohl sie das Auto 3 Tage länger hatten, habe ich jetzt in 4 Stunden hinbekommen. Ich habe hier unten die Downpipes rausgebaut, habe die Fehlerursache gefunden, muss jetzt natürlich, wie gesagt, auch noch die Turbolader ausbauen, aber ja, diese Diagnose, die ist jetzt zumindest mal gelungen und ich bin mir sicher, wenn man richtiges Werkzeug hat und das vielleicht schon mal gemacht hat, ist man da auch deutlich schneller als 4 Stunden. Also meiner Meinung nach war das kein guter Kundenservice. Ich habe auch jetzt für mich mit dem Thema wirklich komplett abgeschlossen. Ich kann es jetzt schon mal spoilern, ich habe mir eine große Hebebühne besorgt und in Zukunft werde ich einfach keine Werkstätten mehr aufsuchen. Ich mache das jetzt alles selber. Mir geht das einfach so furchtbar auf den, ihr wisst schon, dass das hat einfach mit Service nichts zu tun und auch mit Kundenfreundlichkeit. Deswegen ja, wird es demnächst mehr verrückten Content geben und würde mich freuen, wenn ihr dann auch in Zukunft mit dabei seid. Hier muss ich mir noch ein schönes Plätzchen für suchen, wo ich dieses kleine Kunststück unterbringe. Und ja, wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video auch wieder mit dabei seid. Ich weiß noch nicht, ob jetzt das nächste Video gleich dann hier wieder M2 weitergeht. Ich muss erstmal das Chaos beseitigen. Die Hebebühne müssen wir zwischendrin auch noch aufbauen. Es kommt auf jeden Fall, wie gesagt, noch das Video, wo ich dann auch die Turbolader ausbaue. Wann, weiß ich jetzt noch nicht. Vielleicht kommen dann noch ein paar Audi-Videos dazwischen. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Bis dahin, euch eine gute Zeit und ciao.